Während ihr die atemberaubende Aussicht auf den Sonnenuntergang am Grand Canyon genießt, beginnt unsere Reise mit Emmett Green, auf der wir nicht nur die natürliche Schönheit dieser Orte erleben, sondern auch wichtige Einblicke in den Umgang mit Nachhaltigkeit und Massentourismus gewinnen. Auf unserer Tour sammeln wir Eindrücke darüber, wie andere Länder und Gemeinschaften diese globalen Herausforderungen meistern. Jeder Stopp bietet uns die Gelegenheit, erfolgreiche Praktiken zu erkunden, die als Inspiration für unsere Projekte auf Mallorca dienen können. Diese Reise verstärkt unser Verständnis dafür, wie entscheidend bewusstes Handeln und nachhaltige Planung für den Erhalt unserer Umwelt sind. Like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. Von den lebendigen Neonlichtern von Las Vegas führt uns unsere Route entlang bedeutender historischer und natürlicher Wahrzeichen. In Henderson und Boulder City nehmen wir kurz das ruhigere Tempo dieser Städte wahr, bevor wir die architektonische Meisterleistung des Hoover-Damm erreichen. Ein Symbol menschlicher Ingenieurskunst und entscheidend für die Wasserversorgung in der Region. Von dort aus tauchen wir ein in die Geschichte der legendären Route 66, deren Asphalt uns direkt nach Hackberry führt. But we know it's more than that. Hackberry tauchen wir tief in die Seele der Route 66 ein. Dieser kleine Ort, einst eine blühende Zwischenstation für Reisende und Träumer, bewahrt heute als Zeitkapsel die Essenz der Mother Road. Hier zwischen rostigen Oldtimern und verwitterten Straßenschildern erfassen unsere Kameras die stummen Zeugen einer Ära, die Amerika geformt hat. Die Geschichten der Menschen, die hier lebten und die Straße bereisten, flüstern aus jedem Winkel, erzählen von Aufschwung, Niedergang und dem unvermeidlichen Wandel. Having you by my side. It was such good times, baby, with you by my side. When my work is done, we go back to having fun. Honey, baby, I've been on the road for so long. Honey, baby, I'm begging you, please don't get me wrong. Die Route 66, mehr als nur eine Straße, ist ein Denkmal des amerikanischen Fortschritts und einer sich verändernden Gesellschaft. Von den staubigen Wegen der Dust Bowl bis zu den glänzenden Cadillacs der 50er Jahre hat sie Generationen von Amerikanern bewegt und inspiriert. In Städten wie Seligman, nicht weit von Hackberry, lebt der Geist der Route 66 weiter, bewahrt in den Erzählungen der Anwohner und den sorgfältig erhaltenen Straßencafés und Motels. For so long. Now, honey, baby, I'm begging you, please, don't get me wrong. It's you I'm in love with. You got to know it ain't no me. Yeah. Come on, baby.
Hackberry zeigt sich auch als Schmelztiegel der Kulturen, wo amerikanische Geschichte auf die Einflüsse der durchreisenden Kulturen trifft. Die Sammlung von Andenken und Fahrzeugen aus verschiedenen Jahrzehnten bildet ein Mosaik der amerikanischen Mobilität und Kultur. Hier, an diesem kleinen Fleck der Route 66, spüren wir, wie sich die Straße durch die Landschaft und die amerikanische Identität gewoben hat und erkennen ihre Rolle als unerschütterliches Symbol des kulturellen Austauschs. Tritt weiter ein in die Welt von Hackberry, wo jeder Winkel, jedes Detail dich direkt in die Blütezeit der Route 66 entführt. Während wir durch die staubigen Straßen dieses historischen Ortes schlendern, fühlen wir uns in eine Ära zurückversetzt, in der diese Straße das Lebensblut der reisenden und suchenden Seelen Amerikas war. Die alten Tankstellen, die Werkstätten mit ihren Werkzeugen, die immer noch an den Wänden hängen, und die klassischen Autos, die entlang der Straße geparkt sind, erwecken den Eindruck, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Die knarrenden Schilder, die im Wind schwingen, und die alten Jukeboxen, die noch immer Melodien von einst spielen, laden euch ein, mit uns das damalige Amerika nicht nur zu sehen, sondern zu erleben. Diese sorgfältig bewahrten Schätze von Hackberry bieten nicht nur den Einblick in die Vergangenheit, sondern lassen uns auch die Hoffnung und Träume der Menschen nachempfinden, die einst diese historische Straße bereisten. Lass dich von dieser authentischen Atmosphäre mitreißen und spüre den Geist der Route 66, der in Hackberry lebendig bleibt. Who could find on through all these doors? Touring basement couches and living room floors. On to the next town, to the next show. Cause I went and caught a dream and I can't let go. And trying to break into some boys club. They got cigars in that dry rub. I'd love to sing them on my songs, to see what I got. I wanted to get older, where the flowers hit the trees, where the lakes flow to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000 miles on this man, cause I'm a running man. Der Hackberry General Store dient als lebendiges Archiv, in dem jede Ecke und jedes Ausstellungsstück die reiche Geschichte der Route 66 erzählt. Durch unsere Kameras fangen wir die Geschichten von Hoffnung und Entschlossenheit ein, die diese Gegend geprägt haben. Jedes alte Nummernschild, jeder verwitterte Werbeartikel spricht von einer Epoche, in der Reisende und Einheimische auf die Mother Road als Lebensader ihrer Gemeinschaften vertrauten. I wanted to get older, where the flowers hit the trees, where the lakes flow to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000 miles on this man, cause I'm a running man. I keep on running, man. Oh, I'm running, man. Während die letzte Sonne des Tages den Grand Canyon in ein Meer aus flammenden Orangetönen und tiefen Purpurschatten taucht, stehen wir, das Team von Namek Green, in Ehrfurcht vor dieser natürlichen Großartigkeit. Diese Momente des Sonnenuntergangs fangen wir in unseren Kameras ein, nicht nur um die Schönheit festzuhalten, sondern auch um darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, solche Wunder zu erhalten. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger finger, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayer.
Hier, an einem der beeindruckendsten Orte der Welt, wird uns die Dringlichkeit bewusst, die natürliche Umwelt zu schützen. Diese Erkenntnis verbindet uns mit unseren Projekten unserer Heimat auf Mallorca, wo wir trotz des Massentourismus daran arbeiten, die natürliche Schönheit der Insel zu bewahren. Der Kontrast zwischen der ruhigen Pracht des Canyons und den überfüllten Touristenstränden auf Mallorca motiviert uns, innovative Lösungen für nachhaltigen Tourismus zu entwickeln, die sowohl die Umwelt schützen, als auch den Besuchern authentische Erlebnisse bieten. Mama said, gotta make your green and you'll be seeing red. Cause if you ain't got none, well, nobody gon' come for you. She would tell me. Bei unserem Aufbruch vom Hotel Tovar in den frühen Morgenstunden, als die ersten Sonnenstrahlen den Canyon erleuchten, erleben wir eine seltene Stille. Eine scheinbare Ruhe, die den wahren Zustand verbirgt. Obwohl kaum Touristen zu sehen sind, eine willkommene Gelegenheit für unsere Aufnahmen, wissen wir, dass dieser Ort tagsüber völlig anders aussieht. Überlaufen und pulsierend von Menschenmassen. Diese Diskrepanz führt uns vor Augen, wie dringend notwendig nachhaltige Tourismuskonzepte sind, die sowohl die Bedürfnisse der Besucher als auch den Schutz dieser außergewöhnlichen Landschaften berücksichtigen. Während wir die ruhigen Morgenstunden filmen, reflektieren wir über die Herausforderungen des Massentourismus und die Bedeutung von Maßnahmen, die diesen atemberaubenden Ort auch für zukünftige Generationen bewahren sollen. Im frühen Morgenlicht brechen wir, das Team von der McGreen vom El Tovar Hotel, auf, um die stille Pracht des Grand Canyons ein wenig abseits der ausgetretenen Touristenpfade zu erkunden. Unsere Wanderung führt uns durch die weniger besuchten Wege, wo die Natur noch ein wenig unberührt und die Stille fast greifbar ist. Während wir uns durch die Landschaft bewegen, sind wir uns der zerbrechlichen Schönheit dieses Ortes tief bewusst und achten sorgfältig darauf, keinen zusätzlichen Einfluss auf die Erosion zu haben. Durch das Vermeiden breit getretener Pfade und das Befolgen strenger Umweltschutzrichtlinien tragen wir dazu bei, die natürliche Integrität des Canyons zu wahren. Diese Momente in der Natur, weit entfernt vom Trubel der Haupttouristenattraktionen, erinnern uns daran, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Ressourcen mit Respekt und Sorgfalt zu behandeln. Es ist eine Verpflichtung, die wir von der McGreen ernst nehmen, nicht nur hier am Grand Canyon, sondern in all unseren Projekten, wie denen auf Mallorca, wo wir ebenfalls daran arbeiten, die Natur inmitten des Massentourismus zu schützen. Hier am Rande des Waldes, im sanften Licht der Morgendämmerung, offenbart der Canyon seine Bewohner. Die Begegnung mit einem Maultierhirsch, der sich vorsichtig an den Rand der Bäume wagt, illustriert die fragile Koexistenz von Mensch und Tier. Diese Momente der Nähe zur Wildnis erinnern uns an die Verantwortung, die wir als Besucher tragen. Den Schutz dieser einzigartigen Biome, in denen jedes Lebewesen eine Rolle im größeren Ökosystem spielt. Der Grand Canyon, eines der größten Naturwunder der Welt, erzählt die Historie der Erde selbst. Geformt durch die unermüdliche Kraft des Colorado River über Millionen von Jahren, offenbart diese gewaltige Schlucht die geologischen Schichten unserer Planetengeschichte. Doch nicht nur geologisch, auch menschlich hat der Canyon eine tiefgreifende Geschichte, die von den Ureinwohnern Amerikas bis zu den modernen Touristenströmen reicht. Im Laufe der Jahre hat der Tourismus im Grand Canyon drastisch zugenommen. Ursprünglich ein abgelegener und schwer zugänglicher Ort, entwickelte sich der Canyon mit der Erfindung des Automobils und dem Ausbau der Infrastruktur zu einem der meistbesuchten Touristenziele in den Vereinigten Staaten. Diese Entwicklung brachte nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch Herausforderungen mit sich. Der stetige Strom von Besuchern hat die Notwendigkeit für strenge Umweltschutzmaßnahmen hervorgehoben, um die natürliche Schönheit und Integrität des Canyons zu bewahren. Heute steht der Grand Canyon im Zentrum von Debatten über nachhaltigen Tourismus und Umweltschutz.
Die Maßnahmen wie Besucherquoten, die Einführung von Shuttlebussen und die Förderung umweltfreundlicher Praktiken sollen sicherstellen, dass zukünftige Generationen die gleichen Wunder und Schönheit erleben können, die wir heute bewundern. Der Grand Canyon lehrt uns, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen und verantwortungsvoll zu handeln, um die Wunder unserer Welt für die Ewigkeit zu erhalten. Die Tierwelt des Grand Canyon, eine facettenreiche Gemeinschaft, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, spiegelt die Anpassungsfähigkeit der Natur an die extremen Bedingungen dieser tiefen Schluchten wider. Vom majestätischen kalifornischen Kondor bis zu dem scheuen Bighornschafen hat jede Art ihre eigene Rolle in diesem ökologischen Netzwerk. Diese Arten haben sich nicht nur an die geologischen Besonderheiten des Canyons angepasst, sondern auch an die klimatischen Schwankungen, die diese Region prägen. Um diese wertvolle Biodiversität zu schützen, haben Naturschützer und Parkverwaltungen Strategien entwickelt, die sowohl die Bedürfnisse der Besucher als auch den Schutz der Tierwelt berücksichtigen. Informationskampagnen, gesicherte Beobachtungsstellen und strenge Verhaltensregeln für Touristen sind nur einige der Maßnahmen, die helfen, die empfindlichen Gleichgewichte zu bewahren. Diese Bemühungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Tierwelt des Grand Canyon auch in Zeiten des Massentourismus gedeihen kann. Während wir die endlose Schönheit des Grand Canyons bestaunen, erinnern uns die begrenzten Besucherzahlen und die Shuttlebusse, die leise durch den Park fahren, an die Bedeutung nachhaltigen Tourismus. Diese Maßnahmen, die darauf abzielen, die natürliche Umgebung zu schützen und gleichzeitig Besuchern eine tiefere Verbindung zur Natur zu ermöglichen, sind ein Beispiel dafür, wie bewusstes Reisen die Schönheit unseres Planeten auch für zukünftige Generationen bewahren kann. Wir als Nemi Green setzen uns dafür ein, solche Praktiken auch auf Mallorca zu fördern, um die fragile Balance zwischen Mensch und Natur zu wahren. Unsere Hikings und Reisen durch so atemberaubende Landschaften wie den Grand Canyon und die Naturschutzgebiete Mallorcas haben uns tiefgreifende Einblicke in die Bedeutung des Schutzes der Biodiversität gegeben. Diese Erfahrungen haben uns gelehrt, dass jeder Organismus in seinem Ökosystem eine unersetzliche Rolle spielt. Der Schutz dieser Vielfalt ist nicht nur entscheidend für die Bewahrung der natürlichen Schönheit dieser Orte, sondern auch für die Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts, das für das Überleben aller Arten essentiell ist. In beiden Gebieten haben wir gesehen, wie lebenswichtig es ist, natürliche Lebensräume von den zerstörerischen Einflüssen des Massentourismus und der urbanen Entwicklung zu schützen. Unsere Erkenntnisse unterstreichen die Dringlichkeit, strengere Naturgesetze zu implementieren und Nachhaltigkeitsprojekte zu fördern. Auch die Bedeutung von Bildung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch sie stärken wir das Bewusstsein für die Notwendigkeit, die biologische Vielfalt aktiv zu schützen und zu fördern. Die Erosion und der Verschleiß, die wir im Grand Canyon sehen, sind nicht isolierte Probleme. Ähnliche Herausforderungen finden sich weltweit in jedem Ökosystem, das unter dem Druck des Tourismus und menschlicher Aktivitäten steht. Indem wir die Praktiken hier mit denen in anderen Regionen einschließlich der von der Nemi Green fokussierten Gebiete wie Mallorca vergleichen, können wir effektive Strategien für den Umweltschutz entwickeln und implementieren, die lokale Gegebenheiten und globale Ziele berücksichtigen. Steht man am Rand des Grand Canyon, öffnet sich eine Landschaft, die fast surreal erscheint. Die weite Aussicht in den tiefen Schluchten des Canyons mit seinen schroffen Felsformationen und den sich ständig verändernden Farbspielen des Lichts wirkt wie eine andere Welt. Diese nahezu unwirkliche Szenerie veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise die kraftvolle und erhabene Schönheit der Natur. Es ist ein Ort, der nicht nur unsere Sinne herausfordert, sondern auch unsere Vorstellung von Zeit und Raum. Hier, hoch über den uralten geologischen Schichten, fühlen wir uns klein und doch tief verbunden mit der Erde unter unseren Füßen. Jeder Blick in die Weite des Canyons ist eine Einladung, über die Größe und die Beständigkeit der Natur nachzudenken und unsere Rolle in ihrer Bewahrung zu reflektieren. Wenn ihr euch auf eine Wanderung in die Tiefen des Grand Canyon vorbereitet, ist es entscheidend, sich umfassend über die damit verbundenen Gefahren zu informieren und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Der Canyon mit seinen steilen Abhängen und wechselhaften Wetterbedingungen fordert Respekt und sorgfältige Planung. Eine unzureichende Vorbereitung oder das Unterschätzen der physischen Anforderungen kann zu ernsthaften Unfällen oder in Extremfällen sogar zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Es ist extrem wichtig, sich mit ausreichend Wasser zu versorgen, geeignete Wanderausrüstung zu tragen und die Wettervorhersagen im Auge zu behalten. Ebenso essentiell ist es, die eigenen Grenzen zu kennen und die Wanderung entsprechend zu planen.
Unvorsichtiges Verhalten oder die Missachtung von Warnhinweisen kann nicht nur die eigene Sicherheit gefährden, sondern auch Rettungseinsätze notwendig machen, die weitere Ressourcen beanspruchen und die Parkverwaltung belasten. Diese Reise durch den Grand Canyon und entlang der historischen Route 66 hat uns nicht nur unvergessliche Eindrücke und atemberaubende Landschaften beschert, sondern auch wertvolle Einsichten in die Herausforderungen und Möglichkeiten des Naturschutzes gegeben. Persönlich haben wir eine tiefere Wertschätzung für die Notwendigkeit des Erhalts natürlicher Schönheiten entwickelt und für Namik Green hat sich die Mission, nachhaltigen Tourismus zu fördern, weiter gefestigt. Unsere Arbeit auf Mallorca, wo wir bestrebt sind, Umweltaufklärung und Schutz zu integrieren, wird durch die Erfahrungen dieser Reise bereichert. Die Erkenntnisse über den Umgang mit Massentourismus und den Schutz der Biodiversität sind unmittelbar übertragbar und werden uns helfen, unsere Projekte noch effektiver zu gestalten. Blickend auf die Zukunft ist dies nur der Beginn einer Reihe von On-Tour-Dokumentationen mit Namik Green. Unser Ziel ist es, weiter neue Perspektiven zu gewinnen und unseren Horizont zu erweitern. Durch das Erkunden weiterer einzigartiger Orte weltweit möchten wir tiefgehende Einblicke gewinnen und unsere Methoden und Ansätze kontinuierlich verbessern, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu hinterlassen. Bleibt gespannt auf unsere nächsten Abenteuer, die uns helfen werden, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Wir laden euch ein, Namik Green auf unserem YouTube-Kanal weiter zu folgen. Abonniert unseren Kanal, um keine unserer zukünftigen Dokumentationen zu verpassen und gemeinsam mit uns mehr über die Wunder unserer Welt und die Bemühungen zu ihrer Erhaltung zu erfahren. Eure Unterstützung inspiriert uns, weiterhin Inhalte zu schaffen, die aufklären, inspirieren und zum Handeln anregen. Bags packed, things are moving fast, heading west on I-10, leaving Arizona. No catch, never looking back, but I think that I can see where I'm going. Suitcase living miles away, I haven't showered in days. Focus, ain't no time to waste, know enough to know if there's a chance, then I'ma take it.